Allah. Weißt du, was du machst? Hauchdünn schneiden, hör zu. Hauchdünn schneiden, Zucchini, Aubergine auch. Und dann im Ofen anbraten, schön rollen, ein Stäbchen durch, in Olivenöl. Ancho, Hablan. Willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Ich nehme euch wieder mit. Diesmal auch so ein bisschen, was ich alles so, ja, hier in der Küche wieder mache. Ich habe nämlich viele Sachen, die ich so ausprobieren will. Ich habe so ein paar Rezepte und so weiter, was ich gerne machen möchte. Vor allem schon jetzt seit ein paar Wochen schon warte ich drauf, dass ich endlich wieder Brot backe. Ich sag's euch, ne? Sagt mir mal diejenigen, die auch regelmäßig Brot backen, ob ihr trotz der Hitze, die wir jetzt die ganze Zeit hatten, weiter Brot gebacken habt. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, aber ich konnte einfach nicht bei dieser Hitze Brot backen, weil bei uns sowieso unser Haus heizt sich so extrem auf. Hier war wirklich eine sehr, sehr dolle Hitze. Und wenn dann noch hier der Backofen läuft, und ist ja bei uns hier alles verbunden, der Ess- und Wohnbereich, das wärmt natürlich hier auch noch die ganze Wohnung. Das ging gar nicht. Deswegen, aber jetzt langsam kommen wir in den Herbst und ich freue mich, jetzt endlich auch mehr Brot zu backen. Und ich habe nämlich bestellt Urkorn. Also wer sich schon so ein bisschen mit dem Thema Brotbacken und so weiter beschäftigt, hat vielleicht mal geguckt. Ich hatte euch ja schon erzählt, ne, was für Vorteile das alles hat mit selber backen und was für ein Unterschied das ist, ob man die Körner, die frischen Körner selber malt oder schon abgepacktes, gemahlenes Mehl
sich kauft. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich will da jetzt nicht ausschweifen. Ihr könnt wirklich das mal googeln. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. In der Industrie wird nämlich das Ganze ganz, ganz anders verarbeitet und da sind nicht die ganzen Nährstoffe drin und so weiter und auch noch viele Sachen, die da extra zugesetzt werden. Von daher, ja, ist das nochmal Next Level. Und diesmal habe ich nämlich aus dem, ist keine Werbung, ne, sieht nur so aus, Biohof Knauf mir bestellt, diese Urkörner, vor allem so schön in diesen 5 Kilogramm, weil sonst kaufe ich mir mal die Körner ganz normal bei DM, habt ihr das ja, oder ganz normal auch beim Bioladen und so, da gibt es ja ganz normal Roggen, Weizen, Dinkel, aber da habe ich mich ein bisschen durchgelesen mit den Urkörnern und zwar einmal Einkorn, einmal Emma, also das ist jetzt Winter-Emma und Lichtkornroggen. Also der Lichtkornroggen ist nochmal anders wie der normale Roggen, den man kennt. Der ist nochmal besonders gut fürs Brotbacken geeignet, also mit dem kann man einfacher arbeiten, so habe ich das gelesen. Und bei den anderen wollte ich euch kurz sagen, und zwar bei der Winter-Emma ist das nämlich so, dass das ein Urgetreide ist, zählt neben Einkorn zu den wiederbelebten Urgetreidesorten, die in unserer Vollkornküche neue Akzente setzen. Gegenüber Hartweizen oder Weichweizen bietet Emma ernährungsbiologische Vorteile. Untersuchungen zeigen, dass Winter-Emma sehr verträglich ist und nahezu doppelt so viele Mineralstoffe wie Hartweizenprodukte enthält. Es ist reich an essentiellen Aminosäuren und klebereich, sodass es sich sehr gut für Herstellung von Teigwaren eignet. Durch seine guten Klebeeigenschaften ist Winter-Emma für die Herstellung von Nudelteig geeignet. Winter-Emma wird auch der Brotkönig, da er in Broten besonders gut gelingt und im eigentlichen Sinne ein sehr gutes Brotgetreide ist. Durch Winter-Emma werden Brotteige fluffig, schmecken intensiv, nussig. Bin ich gespannt. Deswegen einmal mache ich jetzt 100%ig aus dem Emma. Hier ist die Winter-Emma. Also da mache ich jetzt einfach 2 100%ig Vollkornbrote. Einfach nur so, weil normalerweise mische ich ja auch gerne die Getreidesorten, ne? Zum Beispiel auch mit Roggen und so weiter. Aber ich will es jetzt einfach mal so sehen, wie das wird. Deswegen mache ich einmal aus der Winter-Emma und dann das Einkorn. Das habe ich mir nämlich auch extra bestellt, weil das ein sehr gutes Mehl ist, auch wenn man Kuchen und so weiter backen möchte. Also auch das ist ein Urgetreide und das zum Beispiel, wenn man Kuchen macht oder so, dann kann man auch das für viele Sachen verwenden. Also bei dem Einkorn, es ist das Vollkornmehl, das am wenigsten wie Vollkorn aussieht und am wenigsten wie Vollkorn schmeckt. Mit hellem, zarten Mehl und weichen goldgelben Körnern ist Einkorn das beste Getreide zum Backen. Ein Getreide, das jeder Vollkornfreund und Kuchenbäcker einmal probieren sollte. Seht ihr? Das war das nämlich. Frisch gemahlen ergibt Einkorn ein herrlich weißes, fluffiges Mehl. Einkorn besitzt ein feinnussiges Aroma mit versteckten Noten von Haselnusskrokant. Als Auszugsmehl gesiebt werden die Teige sehr fein und saftig. Als reines Vollkornmehl ist Einkorn wunderbar fluffig und auch für Brote geeignet. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich mache jetzt mal 2 Teige. Der muss ja jetzt 24 Stunden ruhen. Ja, ich habe es euch ja öfters gezeigt. Ich mache jetzt auch wieder mit Hefe. Ich habe mir schon ein Sauerteigglas geholt, also da, wo man den Sauerteig ansetzt. Ich lege damit bald los. Ne? Bald machen wir Sauerteig und dann gibt es Sauerteigbrote. Da freue ich mich auch schon drauf. Auf jeden Fall muss ich jetzt gucken. Ich habe ja hier so ein Brotbackbuch. Das verlinke ich euch wieder. Das ist in meinem Amazon Storefront. Da ist alles drin. Da sind auch die Bücher, nachdem ich eigentlich die Brote backe. Nur hier sind eigentlich immer mit Weizen, Dinkel oder Roggen die Brote. Ich werde jetzt trotzdem mal einfach hier ein Rezept machen und schauen. Ne, man merkt ja die Konsistenz. Ne? Man kann ja immer ein bisschen... Man sollte am besten, wenn der Teig geknetet ist, nicht nochmal Mehl hinzugeben, wenn dann Wasser. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich das so hinkriege, dass ich eventuell... Ja, man sieht das halt eben beim Kneten. Weil ich weiß halt eben nicht, wie das Einkorn und wie die Emma als Teig funktionieren. Ich nehme jetzt hier einfach irgendein Rezept mit einem Vollkornbrot und gut ist. Also ich habe mir jetzt hier so ein Rezept rausgesucht, ein ganz schlichtes, also einfach hier ist jetzt Weizenvollkornbrot. Einfach nur eben das Vollkornmehl, Wasser, Salz und Frischhefe. Ja, also ich mache jetzt nicht, ich habe ja viele Rezepte, wo ich immer Joghurt und so mit reinmache. Das mache ich jetzt nicht. Also wie gesagt, ich will es jetzt einfach mal so testen, wie das pur so 100%ig schmeckt. Bin ich mal gespannt und dann kann man halt immer mixen, dass man nochmal Roggen und so weiter dazu gibt. Wie geht denn das auf? Ich glaube, hier macht man irgendwie... Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Gläser bestellt, damit ich das einfüllen kann. Und der Rest kommt dann in den Keller. Das ist mal schön praktisch zum Lagern. Achso, ich glaube, ich muss das hier einmal schneiden. Oh, jetzt fällt mir ein, jetzt muss ich aber gucken. Obwohl ich glaube, man erkennt es an der Farbe, dass das noch mal extra hell ist. Aber warte,
Ich muss danach gucken, damit ich weiß, welches Brot dann ist, ne? Welches Einkorn ist und welches dann das Emma-Brot ist. Das ist jetzt das Einkornmehl gemahlen, also wie ich auch beschrieben habe. Das ist schön, hat so eine gelbliche Farbe und besonders hell. Und das ist die Emma. Und da merkt man auch, das ist wirklich besonders fein. Also es fühlt sich nochmal feiner an als das, obwohl beides auf der gleichen Stufe gemahlen wurde. Auf sehr fein habe ich das eben gemahlen. Merkt man, dass das halt wirklich ein sehr feines Mehl ist. Und das kann ich mir eben super vorstellen, eben auch für Kuchen und süße Hefeteige und so weiter. Werde ich auf jeden Fall morgen auch gleich damit einen süßen Hefeteig machen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Gefällt mir sehr gut. Ihr wisst ja, ich habe den Thermomix, sieht man glaube ich, sieht man den? Ja, hier den Thermomix. Für diejenigen, die öfters nämlich gefragt haben. Ich habe nämlich dort am Anfang auch das Mehl gemahlen, wobei das dann eben nicht gemahlen war, sondern zerschreddert und das wird einfach nicht so fein. Also man kann, wenn man ein bisschen Vollkornmehl so braucht, für so ein bisschen was, um so irgendwo hinzuzufügen, kann man das machen mit dem Thermomix. Aber wie gesagt, ich habe danach verglichen, als ich die Mühle hatte. Es ist halt einfach klein geschreddert und war grob und nicht fein gemahlen. Also da ist halt nochmal ein Unterschied. Deswegen, ja, habe ich mir die Mühle geholt. Wichtig bei Brotteigen, ihr solltet immer zuerst das Salz im Wasser auflösen. Auf jeden Fall benutze ich, auch ganz wichtig, entweder Steinsalz oder Ursalz. Kein so Jodsalz, also wirklich so ein schönes oder Steinsalz oder Himalaya-Salz. Ist ja auch ein Steinsalz, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Deswegen, ich löse das immer erstmal auf. Bei diesen Broten kommt wirklich nur, das ist jetzt 0,5 Gramm Hefe rein. Ja, das ist so witzig, das schmeckt man dann halt später nicht raus und das reicht vollkommen, weil die Hefe genug Zeit hat zu arbeiten und das Mehl zu fermentieren. Also ja, witzig, es kommt wirklich so wenig Hefe da rein. So sieht jetzt der Einkorn-Brotteig aus. Sieht richtig schön hell aus. Also als wäre das jetzt so ein Weißmehlbrot wäre und nicht Vollkorn. Ne? So stand es ja auch da. Deswegen bin mal gespannt. Jetzt ruht der Teig erstmal. Ja. Man merkt auch, wie unterschiedlich einfach so jedes Getreide ist. Deswegen meinte ich, das ist so eine bisschen Gefühlssache, muss man gucken. Weil ich jetzt kein Rezept hatte für dieses Getreide. Da habe ich jetzt auch gemerkt, dass das Einkorn gar nicht so viel Wasser gebraucht hat wie jetzt die Emma. Und das merkt man auch, das fühlt sich auch mehr wie so ein Vollkornteig an, wie ich das immer mit so Weizenvollkornmehl und Roggenvollkornmehl gemacht habe, als die Emma, als das Einkorn. Aber hier merkt man, die Konsistenz ist hier ein bisschen anders. Da muss ich nächstes Mal auch ein bisschen darauf achten, dass ich bei dem Einkorn weniger Wasser nehme. Aber wir werden sehen. So, du bist abgedeckt. Und
Später einmal dehnen und falten und morgen wird's gebacken. Ich mache übrigens immer noch täglich den Kefir frisch. Wir trinken das so gerne, auch die Kinder. Ich mache jetzt noch mal welchen. Die sind gerade aus der Schule gekommen. So lecker. Heute mache ich nur Banane und etwas Zimt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video ich das euch gezeigt habe. Das ist selbst immer so schwer. Aber ich finde, man erkennt es immer an den Thumbnail-Bildern. Da habe ich so diese Flaschen gefüllt. So sieht man die auf dem Thumbnail-Bild. Da kann man sich so ein bisschen dran nachrichten. Da habe ich gezeigt, wie ich den Kefir selber mache. Das ist super easy und das kostet mich jeden Tag so, was ist das, 3 Minuten. Einfach abgießen, abspülen die Knöllchen, wieder rein in das Glas, das ich auch nochmal abspüle. Mit frischer Milch aufgießen, stehen lassen, am nächsten Tag fertig. Ich habe schon einen Teil von den Kefir, weil der vermehrt sich selber, habe ich schon eingefroren. Meine Mama will den auf jeden Fall. Den kriegt sie. Und jetzt ist auch schon wieder viel geworden. Also ich könnte jetzt die Hälfte auch schon wieder wegnehmen und einfrieren. Deswegen, falls ihr jemanden kennt, der selber Kefir macht, von dem könnt ihr das nehmen. Ich habe das nämlich auch von meiner damaligen Nachbarin, wo wir früher gewohnt haben, von ihr bekommen, weil sie das auch schon seit Jahren macht. Kefir selber. Super easy, ihr müsst halt nur eben die schönen Kefirknöllchen. Ich habe geguckt, ich habe es euch auch verlinkt in meinem Amazon-Shop. Also es gibt auch welche online zu kaufen. Götterühren. Vegan. Oh. Fritz. Na, dann Gestern haben wir gemacht. Gestern nicht. wollen wir probieren? Hatten wir den nicht schon mal? Aber das schmeckt so ein bisschen nach Plastik. Mango ist nicht so lecker. Machst du aus dem Bananenkefir? Ich mache aus dem Bananenkefir. Ich mache einen Bananenkefir, ja. Aber nicht aus den Bananenkefir. Die stören doch ein bisschen. Kann man probieren. So. Schmeckt auch wie Plastik. Pfirsich ist am besten. Ich mag nicht mehr so einen Süßkram. Meine hat mir gerade Fritt in vegan, ne? Wie heißen die? Fritt-Kau? Fritt-Kau, irgendwas. Ja. Warte. Das schmeckt so künstlich. Als würde ich so Plastik kauen. Nicht meine Welt. So. Ich decke den immer schön ab. Und dann lasse ich den nämlich so im Dunkeln stehen. Das heißt, ich decke den so auch nochmal ab. Und lasse den so einfach in der Küche stehen. Und der ist am nächsten Tag fertig. So einfach. Das ist so meine tägliche Kefir-Routine. Und jetzt machen wir einen leckeren Bananenkefir. Blub, blub, blub. Es ist so, so lecker. Es ist so erfrischend. Und wenn ihr Banane dazu gebt oder Datteln, dann süßt es das Ganze und es ist gar nicht so säuerlich, wie man denkt. Also so pur ist der Kefir ein bisschen säuerlich. So gar nicht. Ich finde gerade diese Banane und mit diesem bisschen Zimt, das schmeckt so wie Fruchtzwerge. Es ist so lecker. Die Kinder trinken das so gerne. Und es tut mir so, so gut. Es ist für den Magen, für die Verdauung, für alles so gut. Ihr wisst ja, dass ich Hautpflege sehr, sehr liebe, denn das ist
das, was für mich mit Self-Care zu tun hat. Und egal wie klein auch meine Kinder waren, mir war es immer super wichtig, meine Haut zu pflegen. Das ist immer etwas morgens und abends. Ich weiß, ich habe was für mich getan und das tut mir sehr, sehr gut. Und da auch viele immer nach meiner Pflegeroutine fragen, wollte ich euch heute nochmal meine Pflegeroutine zeigen. Und zwar ganz, ganz kurz, ganz schnell. Falls ihr regelmäßig die Videos guckt, dann wisst ihr, dass ich schon sehr, sehr lange Formel Skin verwende. Und zwar schon seit 2020. Und das ist wirklich eine Pflegeroutine, die kann ich jedem ans Herz legen. Vor allem für diejenigen, die einfach nicht wissen, was braucht denn meine Haut. Denn ich habe wirklich sehr, sehr viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, welche Wirkstoffe sind für was gut und was ist am besten für meine Haut geeignet und habe mich da echt wirklich jahrelang reinlesen müssen. Und bei Formel Skin ist es einfach so easy, denn Hautärzte schauen sich das Ganze an und das von zu Hause aus. Ihr füllt nämlich ein Formular aus, dort werden euch Fragen zu eurer Haut gestellt, ihr sendet dort auch Fotos von eurem Gesicht zu und Hautärzte analysieren anhand der Bilder und der Infos, die sie von euch haben, eure individuelle Hautpflege. Die wird in der Apotheke angemischt und direkt zu euch nach Hause geschickt. Das Ganze besteht aus einem dreiteiligen Set, einer Reinigung. Ihr könnt auch wählen, ob es ein Reinigungsgel oder ein Reinigungsöl ist. Dann habt ihr eure Tages- und Nachtpflege und eure individuelle Formel. Die ist abgestimmt auf eure Haut. Sei es, ihr möchtet eure Fältchen oder den Beginn eurer Fältchen bekämpfen oder ihr habt eine zu Akne neigende Haut, Rosacea vielleicht oder Hyperpigmentierung, dann mischen die Hautärzte für euch die individuelle Pflege und die ist einfach so wirkungsvoll, denn ich habe so viele Jahre gebraucht und so viele Produkte getestet und hier spart ihr euch einfach das Geld und wisst direkt, welche Wirkstoffe und welche Produkte für eure Haut dann am besten geeignet sind, denn es sind medizinische Wirkstoffe und dementsprechend wirken sie auch wirklich sehr schön. Ich freue mich, dass ich euch wieder einen Rabattcode einblenden kann. Ihr bekommt nämlich ganze 40% Rabatt auf den ersten und den zweiten Bestellmonat. Ihr könnt das Abo auch jederzeit kündigen. Ihr könnt auch gerne direkt ein 2-Monats-Abo bestellen. Das heißt, ihr bekommt direkt mit einer Lieferung gleich für 2 Monate Produkte. So spart ihr auch nochmal 5 Euro. Jeden Monat bekommt ihr nochmal eine E-Mail, wo ihr eure Fortschritte einsendet. Das heißt, dort wird nochmal gefragt, wie habt ihr die Wirkstoffe vertragen, wie ist eure Haut. Ihr schickt nochmal neue Fotos zu und die Hautärzte schauen, ob sie eure Formel nochmal anpassen müssen oder ob es so bleibt. Und ihr könnt so auch eure Fortschritte sehen. Ich kann euch Formel Skin empfehlen, schaut daher auch in die Infobox, dort ist ein Link und da steht auch nochmal der Rabattcode, also es lohnt sich mit den 40% das Ganze mal auszutesten und eure Haut analysieren zu lassen.
Die Teige haben jetzt 24 Stunden geruht und jetzt formen wir die einmal und dann kommen die in so ein Gärkörbchen und dann können sie da nochmal, also ich lasse die mindestens eine Stunde, kann man auch länger, ich schaue die mir mal zwischendurch immer an und dann werden sie in den heißen Gusseisentöpfen gebacken. Ich mache das immer in 2 Töpfe, die passen nämlich zusammen bei mir in den Backofen. Die sind schön aufgegangen, die Teige. Man erkennt, das dunklere ist die Emma, der hellere Teig ist das Einkorn. Zum Bemehlen nehme ich immer gern Roggenvollkornmehl. Das ist auch gemahlenes, selbstgemahlenes. Weil Roggen ist immer ganz gut. Da klebt der Teig nicht. Man kann dieses Leintuch auch wegmachen und direkt in diese Strohkorb, nicht Strohkorb, in dieses Körbchen reinlegen. Dann hat man halt nochmal diese Rillen. Aber ich mag das eigentlich immer ganz gerne so. Weil manchmal kriecht der Teig auch sehr in die Rillen und dann klebt er da so ein bisschen an. Deswegen mache ich so. Übrigens alle Tools, die ihr hier so seht und auch die Körbe und so, das findet ihr mal alles in meiner Amazon Storefront. Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr vorbeischauen. So, dann haben wir einmal das. So ein Teigschaber ist immer sehr gut, einmal um den Teig natürlich aus der Schüssel zu kriegen, aber auch wenn der Teig sehr klebrig ist, hilft er da ungemein. Jetzt falte ich den ein paar Mal. Und dann forme ich den zu einer länglichen Form. Das ist wirklich mit Vollkornteigen, ist es gar nicht so einfach zu arbeiten. So, jetzt nochmal so. Und dann sollte das auch schon klappen. So. So. Also der Einkornteig ist wirklich sehr klebrig. Das mag ich ja gar nicht. Aber ich glaube, es geht. Klappt ganz gut. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, ich will später die glatte Seite oben haben. Deswegen lege ich den so lang rein. So. Jetzt erstmal, wie gesagt, mindestens 1 Stunde ruhen lassen und dann später in der Zwischenzeit werden wir dann die Gusseisentöpfe aufheizen. Ich backe die Brote auch wirklich super gern in den Gusseisentöpfen, weil dort einfach, ja, ihr müsst halt nicht in den Ofen nochmal Wasser reinschütten. Ihr habt halt einfach einen, ja, Mini-Backofen im Backofen und dann einfach super schön kross backen, einfach super toll. Also ich finde das super und in den Gusseisentöpfen koche ich und backe ich eben. Deswegen passt das ganz gut. So, meine Gusseisentöpfe sind jetzt heiß genug. Die Brote sind super schön aufgegangen. Jetzt kommen sie in die heißen Töpfe und werden gebacken. Ich backe die Brote so 45 Minuten ungefähr. Da mache ich den Deckel ab. Manchmal reicht die Farbe auch schon so. Also ich lasse den Deckel fast bis zum Ende dran. Da könnt ihr nämlich, falls ihr eine richtig dicke, knusprige Kruste wollt, nehmt ihr den Deckel früher ab und backt das Brot weiter ohne Deckel. Aber wenn ihr so eine feine Kruste haben wollt, so eine dünne, knackige, dann könnt ihr den Deckel bis zum Ende dran lassen. Ich gucke mal nach 45 Minuten, mache dann manchmal nochmal für 5 oder 10 Minuten den Deckel ab, wenn mir die Farbe nicht genügt. Dementsprechend schaue ich da immer. Ich nehme immer so, ich schneide mir immer so Backpapier zu, damit kann ich einfacher das Brot in den heißen Gusseisentopf transportieren. Das mache ich, schneide ich einmal zu und das benutze ich mehrere Male, bis es dann anfängt zu reißen. Es gibt auch solche aus Silikon, aber die sind immer alle zu klein. Also die funktionieren irgendwie nicht. Wir fangen mal an mit dem ersten Topf. So, ich schreibe euch auch das Rezept von dem Brot. Ist ja beides das gleiche, hat beides die gleichen Zutaten, außer eben das andere Korn. Schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Wir fangen mal an mit dem hier. Das ist immer wirklich, ihr braucht richtig dolle Handschuhe. Richtig dolle Handschuhe, weil es ist echt mit den Gusseisen, ist kein Spaß. Die sind so hot. Was ist das hier? So, ich stürze. Achso, ich wollte es ja eventuell noch ein bisschen einschneiden. Hier. Schwuppdiwupp. Zack, zack.
Und Bismillahirrahmanirrahim. Sind sie fertig? Ich schneide es trotzdem mal hier in der Mitte einmal ein. Ich habe da, hier war nämlich die untere Seite, war ja die gefaltete sozusagen. Ein bisschen schneide ich es aber noch mit ein. Obwohl bei der Form mache ich es eigentlich kaum, dass ich das einschneide. Weil da entstehen schöne Risse. Ihr seht das jetzt, glaube ich, gar nicht. Warte, ich zeige es euch schon mal kurz vom Narren. Also man sieht schon hier, wie das selber so einreißt, weil das war die gefaltete Seite. Hier haben wir ja eben hier die gefaltete Seite und unten die glatte. Ne? Also das könnt ihr dann entscheiden. Dementsprechend könnt ihr das Brot einschneiden oder selbst naturell aufplatzen lassen. Ich habe immer so Angst vor diesen Töpfen, aber wie gesagt, wichtig sind die guten Handschuhe. Ich habe übrigens den Herd mit den Töpfen auf 250 Grad aufgeheizt, falls ihr euch das fragt. Und dann schalte ich den Herd auf 230 Grad runter. Ich sag's euch, ne, es wird ein so warm, wenn der Backofen läuft und man mit diesen heißen Gusseisentöpfen hantiert. Ist kein Spaß. Deswegen im Sommer war eine Katastrophe. Auch sehr schön, hat auch nicht geklebt. Gefällt mir gut. Wollen wir hier ein bisschen Muster einschneiden? Ah, ich brauche mal eine andere Klinge. Ich habe so eine bessere. Wo ist die denn? Obwohl, das reißt hier auch gerade ein. Das ist ein interessantes Muster, was hier gerade entsteht. Aber ich mache mal trotzdem hier ein bisschen was. Da kann man sich kreativ austoben, aber bei den Vollkornbroten macht es eh nicht so viel. Schwupp. Oh, ich freue mich jetzt noch mehr Rezepte auszuprobieren. Und ich bin so gespannt. Wir machen ja noch den Taste-Test, wie das Brot schmeckt und was mir besser gefällt. Ob es die Emma ist oder das Einkorn. Bin ich gespannt. Bestimmt sind beide lecker. So, ab in den Backofen. Runter auf 230. Okay. Mit Deckel. Hey Siri, stell mir den Timer auf 45 Minuten. Welche Dauer? 45 Minuten. 45 Minuten. Der Countdown läuft. Das Handy hat reagiert statt der Uhr. So, okay, ich mache hier sauber. Und jetzt geht's weiter mit dem Essen. Ich koche jetzt auch später, weil die kommen alle total spät. Die kommen alle nach 20 Uhr heute. Ich bin so alleine. Ich war übrigens heute auch wieder schön beim Sport. Ich gehe ja Minimum zweimal die Woche immer noch. Bin ganz fleißig. Minimum zweimal die Woche zum Sport. Oh, das tut gut. Das tut so gut. Ich sag's euch, meinen Knien, Alhamdulillah, Gott sei Dank, geht es so viel besser. Ich habe so schön meine Kniemuskulatur aufgebaut. Ich lasse die Gärkörbchen, die sind jetzt so ein bisschen feucht durch den Teig. Ich lasse es einfach so trocknen. Ich lasse es einfach hier so stehen. Hier ist es ja eh warm. Und dann klopfe ich das einfach ab. Und ihr könnt nach einer Zeit einfach diese Leinenstoff einfach mal waschen. So mache ich das immer. Es duftet schon nach Leckerbrot. Jetzt gucken wir mal. Ja, das Muster sieht aber toll aus. Wow. Das sieht ja schön aus. So, nochmal 10 Minuten ohne Deckel lasse ich die. Boah, die sind wunderschön geworden. Was war jetzt nochmal was? Jetzt sind jetzt sind beide gleich braun. Jetzt, warte mal. Das war Einkorn, ja. Ja, so könnt ihr immer so den Test machen, wenn sich das so wie so eine Holztür, also so hohl anhört, ist das Brot fertig gebacken. Wir lassen jetzt die Brote schön abkühlen. Ich backe die auch immer gerne abends und dann decke ich die einfach mit einem Leintuch ab und lasse die über Nacht so abkühlen, weil das Brot braucht schon ein paar Stunden, bis es abgekühlt ist. Also ich gucke mal, ob wir das heute noch anschneiden oder erst morgen. Ich fange jetzt an zu kochen und zwar koche ich aktuell alles, was so der Garten hergibt. Und das ist vor allem sehr viel Palmkohl und Tomaten. Und ich mache jetzt einfach so ein
Kohleintopf nenne ich es jetzt mal. Ich habe euch vor kurzem ja so ein typisch türkisches Lahana Yemek ist das, also so ein Kohleintopf gezeigt. Diesmal mache ich einfach irgendwas. Ich weiß, es wird trotzdem lecker. Einfach mit Hackfleisch. Das war letztes Mal ohne Fleisch. Könnt ihr aber auch verzichten und ein paar Böhnchen damit reinhauen. Aber ich nehme da Hackfleisch, dann kommt da Bulgur, also Weizengrütze, ne, nennt sich das auf Deutsch, mit rein. Tomaten mache ich eben auch mit rein, weil ich so viele da habe. Und dann Zwiebel, Knoblauch, Chilis auch aus dem Garten. Ich werde das Ganze mit meiner Gemüsepaste würzen, ein paar schöne Gewürze mit reinhauen und dann schön dünsten. Und dazu einfach nur Joghurt und Yummy. Also es wird so oder so lecker. Ich nehme hier wieder meinen Riesentopf. Schön in Olivenöl. Alles anbraten und dann schmoren und dann werden wir sehen. So sieht jetzt
das fertige Essen aus. Ganz schlicht, ganz einfach. Aber ich habe schon abgeschmeckt. Sehr lecker. Alles drin, was man braucht. Ich liebe ja solche One-Pot-Sachen, ne? Das ist dann immer schön. Braucht man nicht alles so extra machen. Dazu jetzt nochmal ein bisschen Joghurt. Mehr braucht es nicht. Und so sieht jetzt das fertige Gericht aus. Bon Appetit! Die Brote haben über Nacht abgekühlt. Jetzt sind die halt nicht mehr so knackig, ne? Nicht wundern. Aber wir schauen mal. Schneiden mal erstmal das Brot mit der Winteremmer an. So sieht das Ganze aus. Also es ist auf jeden Fall helleres Vollkorn als das, was ich immer gemacht habe. Das war ja da immer ein Mix aus Weizen und Roggen. Aber fühlt sich auch genauso schön saftig an. Also so ein typisches Vollkornbrot. Jetzt schneiden wir noch das Brot mit dem Einkorn auf. Und man sieht farblich auch den Unterschied. Ne? Das ist so wirklich ein bisschen gelbstichiger und heller. Also so gefällt es mir schon mal sehr, sehr gut. Bin ich jetzt nur noch auf den Geschmack gespannt. Ich wollte euch einmal noch zeigen, wie ich meine Brote lagere. Denn das wird auch ganz oft gefragt. Ich habe hier einfach solche Leinbeutel. Da mache ich das Brot rein. Bei uns halten die Brote eh nicht sehr lange. Die werden sehr schnell aufgegessen. Von daher einfach tue ich die in den Leinbeutel und dann in den Brotkasten rein. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wo das Brot länger hält. Und zwar in Tontöpfen soll es wohl sehr gut sein, Brote zu lagern. Unter anderem. Da müsst ihr halt mal schauen. Aber wie gesagt, mir reicht das so in diesem Leinbeutel. Kommt dann in den Schrank oder eben in den Brotkasten. Jetzt haben wir ja einen. Und so, wie gesagt, hält ja bei uns halt nicht so lange. Was auch super praktisch ist, was ich auch ganz oft mache, dass ich mir schon mal Scheiben schneide, das Brot in Scheiben schneide und einfriere. Das ist auch immer ganz gut. Dann kann man sich immer, je nachdem, immer eine Scheibe rausnehmen und direkt toasten. Und dann hat man immer schön frisches Brot da. Ich habe jetzt beide Brote probiert und finde geschmacklich jetzt gar keinen so großen Unterschied. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, beide schmecken gar nicht so nach einem typischen Vollkornbrot. Die Konsistenz ist typisch Vollkornbrot. Also wenn ihr schon mal ein 100%iges Vollkornbrot gebacken habt, dann wisst ihr das. Innen ist es schön saftig. Ein festes Brot ist es und dementsprechend, ihr esst halt wirklich so ein Scheibchen oder höchstens 2, mehr schafft man nicht und ist schon satt und es hält auch super lange satt und da sind nur 4 Zutaten drin. Also was will man mehr? Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter noch experimentieren, dass ich die auch noch zum Beispiel mit dem Lichtroggen und so mische und auch noch meine anderen Rezepte ausprobiere. Aber im Vergleich eben zu dem Vollkornbrot, was ich sonst gebacken habe, ist es auf jeden Fall viel, viel milder. Also diejenigen, die nicht so Vollkornbrot mögen, denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, mit Einkorn oder mit Emmer ein Vollkornbrot zu backen, weil es wirklich geschmacklich gar nicht so intensiv und stark ist, sondern sehr schön mild. Sehr, sehr lecker. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und wie gesagt, ich werde weiter experimentieren. Falls ihr möchtet, dass ich euch da auch weiter mitnehme, dann sagt mir gerne Bescheid. Das war's mit dem Video für diese Woche. Ihr müsst mir jetzt in den Kommentaren schreiben, ob euch an dem heutigen Video irgendwas aufgefallen ist. Falls ihr das nicht schon längst gemacht habt, denkt mal kurz nach und schreibt es jetzt in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt, denn das war jetzt ein bisschen ein aufwendigeres Video, nennen wir es mal so. Ich freue mich immer über euer Feedback, eure Anregungen, was ihr denn gerne so von unserem Alltag sehen wollt. Dementsprechend schaue ich, ob ich das umsetzen kann.
Und ja, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auch die Benachrichtigungsglocke. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.